TV of Lost aus jetzt noch Hamburg und jetzt Würzburg. Wir haben jetzt diese Cases circa 1 Kilometer weit geschleppt. Mein Sohn, eines Tages wird all das hier mal dir gehören. Simba, Pistazio. Pimba. Simba, Pimba. Pimba! Moin. Hässler? Heuschnupfen, Alter. Schön die Rotze in den Rohre. Wusstet ihr, dass hier in Würzburg Mark Forster geboren und aufgewachsen ist? Ich war gerade an seinem Geburtshaus in der Stadt. Super interessant. Ja? Er wurde ja angeblich auch hier in der Posthalle gezeugt, aber es ist ein Gerücht. Das kann ich natürlich nicht bestätigen. Aber hier gibt es das Mark Forster Geburtshaus, das ist wie ein kleines Museum eingerichtet. Sieht man sein Kinderbett und all solche Sachen. Das ist super interessant. Ziemlich spannend, oder Leute? Ne? Komm mit, wir schauen mal rein. Hendrik, erklär mal, was das ist. Wer? Du. Nee, wer das wissen will. Was ein Idiot. Ja, guck ihn dir an. Witzig. Hey Henrik! Mach mal aus jetzt. Tschüss. Hi, mein Name ist Peter Enes. P. Enes. Erstmal. Die Jumps hier, wir schauen mal rein. Guck mal. Wir schauen mal rein. Ja, ich bin für dieses Kunstwerk hier zuständig. Ich helfe Nick so ein bisschen beim Aufbauen, betüdeln, stürmen, sauber machen. Genau, sein Drumset besteht aus dem Rack-System von Dixon. So wie die Drums auch, aus der Artisan-Serie. Es ist immer wieder spannend, dieses riesen Ding aufzubauen. Fühlt sich so ein bisschen an wie Lego bauen tatsächlich. Zu den Mics, die wir verwenden, damit ihr das, was Nick spielt, auch draußen hört im Konzertraum, verwenden wir Audix-Mikrofone. Hier kann man die schön sehen. Da und da überall an jeder Trommel und unter den Becken. Auf den Trommeln spielt Nick Fälle von Evans und Stick von Los Cabos. Die Becken spielt er von Istanbul. Ja, und meine Aufgabe ist es einfach, das Schlagzeug aufzubauen, zu checken, ob alles in Ordnung ist. Ich kontrolliere jedes Mal, wenn wir es auspacken, ob Sachen kaputt sind, die tauschen wir dann aus. Einmal durchstimmen, wenn es soweit ist, dann neue Fälle draufziehen. Während der Show auch aufpassen und schauen, ob alles glatt läuft, ob Nick irgendwie zufrieden ist, ob er Wünsche hat. Mit seinem Monitorsystem hier unten, wo er dann den Rest der Band hört über sein In-Ear. Und dann nach der Show natürlich abwischen, weil Nick so doll schwitzt und so viel Bier trinkt. Und der will zusammenräumen und einladen. Und das den ganzen Tag. Ja, hier haben wir dann Gerrits Aufbau. Der hat ebenfalls so ein Rackstangensystem von Dixon, wo er seinen ganzen Kram aufbaut. Davon ist natürlich das Herzstück hier das Roland Jupiter 80, ein Synthesizer der obersten Qualität, mit dem er seine ganzen verschiedensten Sounds macht. Aber er spielt ja nicht nur Keyboards, sondern auch Percussions. Deswegen hat er hier 4 Dixon-Trommeln stehen in 13, 14, 13 und 14 Zoll. Natürlich auch wieder hier mit unserem schönen Audix D4 Mikro abgenommen. Er singt auch ein bisschen mit einem OM2, glaube ich, ist das. Und er hat hier noch einen Roland JD-XA, einen Synthesizer auch mehr für die krachigeren, nervigeren Elemente, weil Gerrit nervt ja gerne, deswegen braucht er einen nervigen Synthesizer. Der dann über ein Kabel hier durch in das Keyboard reingeführt wird und alles dann zusammen zu Bang drüber an die PA, ans Mischpult kommt. Und zu guter Letzt hat er hier noch seine Cyanora
Eine unglaublich abgefahrene Gitarre mit 2 Seiten, aber vor allen Dingen einem MIDI-Controller, die also über das Kabel da in das Keyboard rein und dann kann er gleichzeitig Gitarre spielen und Keyboard, obwohl er das Keyboard eigentlich gar nicht berührt. Dann haben wir natürlich noch Gesundheit, den Klasenmann. Der hat hier seine beiden Bässe, den einen auf C gestimmt, den anderen auf A gestimmt. 4 Seiten. Ja. Hier in diesen beiden, wie wir sie nennen, Kühlschränken, die bilden eigentlich das Nervenzentrum dieser gesamten Produktion. Ohne die wären wir quasi aufgeschmissen. In diesen beiden unteren Einheiten, das ist die Stagebox, hier bündeln sich alle Mikrofonsignale, die wir auf der Bühne haben und werden weiterverarbeitet. Wir haben hier noch die 3 Divimark Multiamps und natürlich den Bass Multiamp für Klaas und unsere beiden Interfaces. Die sind dafür da, dass der Computer, der auch während der Show mitspielt und einige Sequenzen ausgibt, dass diese Sequenzen umgewandelt werden und bei Banked ankommen. Und was wir hier noch drin haben, ist natürlich den Empfänger für Chris Funk Mikrofon. Dieses Rack ist dann das Monitor Rack. Das heißt, alle Signale auf der Bühne, die hier unten in dieser Stagebox ankommen, landen dann hier in diesem Monitor-Mischpult und werden zum einen weitergegeben nach vorne zu Banked, an das FOH-Pult und zum anderen über diese Funkstrecken an jeden einzelnen Musiker der Band, dass die auch selber hören, was sie spielen. Unsere 3 Gitarristen vorne, nämlich Klaas, Chris und Pi, benutzen ja Funkstrecken von Line 6. Da haben sie immer irgendwie einen Empfänger irgendwo rumstehen. Der geht beispielsweise hier in Bassfall noch und so ein kleines Verzerrungspedal und geht dann von da in die Divimark Amps in dem Monitor Rack hinten bei Hendrik. Chris hat hier ebenfalls ein kleines Pedalboard mit verschiedenen Effekten, die eher ein bisschen kreativer sind, weil Chris ja während der Show eher die experimentelleren Sachen aus seiner Gitarre macht, mit einem Whammy-Pedal und Hall und den ganzen Kladderadatsch. Was ebenfalls sehr spannend ist bei Chris' Seite hier vorne, hat er inzwischen den Teleprompter hier vorne stehen, wo dann Hendrik immer Song pro Song weiterschaltet. Da hat er sich da so eine kleine Erinnerung gemacht für die einzelnen Songtexte, weil nichts ist schlimmer, als für einen Sänger vorne zu stehen und du willst die nächste Zeile lossingen und dir fällt der Text nicht ein. Und um das zu vermeiden, hat er sich jetzt nach den ganzen Shows einen Teleprompter zugelegt. Und zuletzt noch Peace, kleiner Bereich hier mit verschiedenen Pedalen, auch eher für die Soli, ansonsten macht er ja den ganzen rhythmischen Kram ohne irgendwelche weiteren Effekte. Die Mikros, ganz wichtig. Lord of the Lost Plex. Ihr wisst Bescheid.
Gayforum.de, ist das deine Startseite?